Hallo und herzlich willkommen zurück bei Greytale Games Staffel 1. Ich spiele weiterhin Game of Thrones Staffel 1, Episode 5, Nest of Vipers. Ja, und zuletzt wurden wir im Norden mit Garrett angegriffen von den Eiszombies, von den Asas. In Meereen haben wir mit Asher uns eine Pitfighter-Armee zusammengeklaubt. Und in King's Landing hat Cersei Mira konfrontiert. Und ich habe vor mich hingestammelt, dumme Antworten gegeben und am Ende mich bereit erklärt, Tyrion auszuspionieren und rauszufinden, wen er als Zeugen berufen möchte. Und ja, ich finde es weiterhin faszinierend, wie es Telltale schafft, dass ich bei jeder zweiten Antwort denke, oh nein, das war dumm. Obwohl man ja im Herzen doch weiß, dass es nicht viel Unterschied macht. Aber ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Storytelling auf jeden Fall bisher wieder großartig. You think we hired this boat for nothing? I don't know. That was a rousing speech you gave, little brother. But who knows how much they heard. They say your homeland is fat and prosperous. An orchard ripe for plucking. We'll take what we want and kill anyone who stands in our way. Take anything not nailed down. Just not from my house. Das müssen wir mal klarstellen. That depends on how nice your house is. I'll show them their beds. Na gut, Armee war vielleicht übertrieben, aber Kämpfer. Vesco wasn't exaggerating. Malcolm, you're here! And you found your soldiers. Ironrath will be glad of your return. You came through for them. Just as I knew you would. What does Daenerys want from you? She has a mission for me. But beyond that, she's told me nothing. If I can, I'd like to help her reclaim the Iron Throne. Imagine what an ally she'd be to House Forrester if she succeeds. Living here has made a better man of you, nephew. Perhaps the same will be true for me. Thank you, Uncle. I wouldn't be doing this if it wasn't for you. Hat ja recht, da brauche ich jetzt nicht rumbitschen. You are your father's son, Asher. For all your differences, he would be proud. I'll send a raven ahead to Ironrath to let Rodrik know you sail for Westeros with, sellswords. My thoughts will be with you in the fight to come. Asher. Iron from ice. Iron from ice. Casting off! Na dann, auf geht's mit Asher in Richtung Westeros. Wieder ein Lichtblick. As high as honor. Take this. It'll help loosen his tongue. But be careful. He's a tricky little bastard. Ich will Tyrion eigentlich nicht hintergehen. Und er ist, glaube ich, auch zu schlau für mich. Aber was habe ich denn für eine Wahl? Oh. I ask for brawn, they send me a handmaiden. Well, you're here. You might as well come in. Let me guess. Your family is in grave danger, and you've come seeking my help? Not that I'd be of much use to you. As you can see, I'm at a bit of a disadvantage. I thought we were friends, Lord Tyrion. I thought so as well. Yet, here you are. You brought wine. How thoughtful of you. And you didn't even have to hide it. Schönes Anspielen an Episode 2. Doesn't smell poisoned. Poisoned? Cersei would love nothing more than to save herself the trouble of a trial. Na, da wohl recht. You don't expect me to drink alone, do you? They never let anyone in to see me. And I've grown tired of talking to myself. Ach Gott. Jetzt lose ich meine Tongue hier statt seine. True girl of the North. Some things are worth dying for. Aber ich muss ja wohl, sonst wäre das Vertrauen ja sofort weg. So, Ja, why are ein you bisschen habe ich gesagt, Mira. Nicht mehrere Gläser. It's rather unusual for a handmaiden to visit the Black Cells. I've been worried about you, Lord Tyrion. Oh, have you?
You may be the only person in all of King's Landing who doesn't want to see my head on a spike. Das kann tatsächlich You sein. and Rodrik. I have to admit, I've always admired your honesty, but I suspect there's more to you than one might imagine. Oh, er kann trinken, ohne den Mund aufzumachen. Sehr gut. This is all a ruse, isn't it? Sorry? You're coming here. We both know you have an ulterior motive. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass ich ihn nicht reinlegen kann. You've come to set me free. It's the perfect plan. No one would suspect it of you. I'm afraid not, unfortunately. Unfortunate for us both. Mira. So, tell me. Ja. Cersei sent you, didn't she? I know I'm not wrong. The truth, Mira. She left me no choice. She never does. At least you had the courage to tell me the truth. I told you not to run your mouth. Stupid girl. You're acting a fool. Back off, Lucan. Watch your tongue, girl. We're not done talking, you imbecile. Give us a moment. Imp. What did my sister expect you would learn? Who will testify on your behalf? She's using you, and will continue to do so, until you no longer prove useful. I know exactly what I'm doing. Oh, clearly. Which is why you're here, doing her bidding. And what would Lady Marjorie make of your new friendship with my sister? I doubt she'd be pleased. Okay, das war eine Lüge. Ah. Assuming she doesn't dismiss you immediately. Ja, das ist das, was ich gerade auch denke, so. You're Blöde in Antwort a von mir. very precarious position. What should I tell Cersei? She knows the answer better than anyone. No one will testify for me. She's already seen to that. That is the truth of it. Not that it will help you. I appreciate your honesty, Lord Tyrion. And I yours, Lady Mira. Although I doubt my sister will. Enough of this nonsense. You're wasting my time. Out! Now! I wish you well, Lady Mira. Be careful who you trust. Unbowed, unbent, unbroken. Der Hausspruch vom Haus Martell. Tja, wir nähern uns den Haussprüchen an. Als Trophäennamen. Sind ja auch am Ende. Ja, sieht doch schon gar nicht mehr so schlecht aus. Sie auch nicht. Didn't mean to wake you. You didn't sleep, did you? Neither did you. We haven't slept much at all these last few weeks. I hope you don't have any regrets. About this. About us. My only regret is what happened to your brother. If I'd only... Please, let's not talk about Arthur. Not now. Ach, wie, ihr bringt jetzt nächste Episode auch rein, dass sie schwanger ist. What we are. We'll be married. And no one will be able to keep us apart. Not Griff, not his father, not Ramsay Snow. I was hoping you'd say that. Rodrik? Oh! I'm sorry. I thought you were alone. Good morning, Talia. Hello, Elena. Oh, I didn't realize you two were... I mean, I didn't realize she was... Sie lächelt, okay, dann... It's alright, Talia. Come in. I really am sorry. It's just, this is urgent, Rodrik. And... It's alright. I can go. You two need to speak. I'll see you soon, I hope. Sieht aus wie ein Kleid von hinten, passt doch. Sehr gut. Haben wir gut ausgewählt, die Bettwäsche.
I'm listening. Last night I was having nightmares. So Go on, Talia. I went back there. To the grove. And someone was there. What do you mean? Look. Jetzt wird's doch interessant. This is a report. How many fighting men we have? Where Griff and the Whitehill garrison are being held. It even talks about Elena. I know. It's everything. I couldn't believe it. If I hadn't seen it with my own eyes... You said you saw someone. Who? Someone we trusted. Talia, I need to know who it was. He's like family, Rodrik. Sag es. But it doesn't matter. He's a traitor. He endangered our house. Sag es, you have to den deal with him Namen. like you would any other man. I'm sure he had his reasons. But no reason is good enough. It's your duty to tell me, and mine to pass judgment. Just promise me you'll kill him, Rodrik. Anyone who would betray us like this deserves to die. I'm asking you, as your sister, make him pay. I give you my word, Talia. Ich vertraue ihr irgendwie komplett. Ich weiß nicht genau warum, aber Now. ich hoffe, sie ist es nicht. Come Selber. with me. He's in the Great Hall. Ich hoffe, sie ist es nicht selber. Die einzige, an die ich noch nicht gedacht habe. Aber warum sollte sie? Ach Gott. Aber irgendwie vertraue ich ihr zu 100%. Sonst wäre sie eine sehr gute Schauspielerin. Oh, jetzt bin ich angespannt. Eieiei. Go get the guards. Was passiert hier gerade? I don't like this at all. Nein, das gefällt mir gar nicht alles. My lord, you scared me Okay. after. Er hat ihn erkannt. Er hat ihn erkannt. So you Okay, know. also er ist es. I didn't mean Aha. for you to learn this, Warum? but it's done now. Ja, explain Start yourself. explaining yourself, Warum? Duncan. What do you want me to say? Das widerspricht der ersten What Episode I did. total. I did for your own good. For House Forrester. For your father's legacy. And what about Garrett? You sent him to the wall for this house. I sent him there because I had to. Believe me, I didn't want to do any of this. Why did you do it at all? Because you're reckless, Rodrik! Just as Ethan was. Choosing that warmonger Royland as his sentinel. Ethan was a boy. Okay, also wer ist jeweils der andere, ja. And you've been in danger in this house since the day you got home. Refusing to kiss Lud's ring, even though you knew he'd retaliate. Losing your betrothal to Elena. It doesn't matter how either of you feel. Lord Glenmore will never let you marry her now. Flagrantly defying Griff and leaving Ortengrin to pay the price. And now, getting Arthur killed. Enough, Duncan! You're not a leader. You're a wounded soldier trying to prove he's still a man. I'm actually trying to save this family. Everything I've done for them. Hate me Woher for wissen it, wir das? but it's the bloody truth. And the North Grove. Did you tell them about that too? No, they've never even heard the name. I've kept the secrets that mattered. The only thing that matters is that you swore an oath to obey. Ja, aber And das you ist doch broke it. I total... swore to obey your father. He commanded respect. All you command is violence. This house is doomed with you in charge. Oh, and you know it. Hurts me to say that. But I wish you'd never crawled off that corpse cart. You're a traitor, Duncan! Nothing you say will change that. I know what I did was right.
Das sind nicht die Wachen, Duncan, Talia. how could you? My lord, Griff's gone. Och Someone nein. helped him escape. Nein, Duncan, nein. It's your doing. Lud was going to ambush you at the exchange. I did it to save your life. But Ryan, Duncan, I trusted you! Let's just get this over with. What do you want me to do with him, my lord? Rodrik, you promised. Kill me, and I won't be able to help you save Asher. He's in danger, Rodrik. What do you mean? I know Lud's plans. Spare my life, and I'll tell you everything. Please, Rodrik. Ich könnte mich dann genauso anlügen. He's only saying that to save himself. Whatever you decide, temper your anger with wisdom. If not for my sake, then for your families. Ich meine, ich kann ihm einfach jetzt gar nicht mehr vertrauen, weil alles, was er gerade tut, er macht es, um das Haus zu retten, aber alles, was er gerade tut, ist laut Greytale der total total, mit dem man nicht reden kann, alles zu sagen, was er wissen muss, um es auszulöschen. Es kann sein, dass ich hier gerade den Untergang meines Hauses besiegelt habe, aber... It was the right thing. Bei Asher habe ich irgendwie Hoffnung, dass er es selber schafft. We have to warn Asher. We can't, not if he's at sea. My lord, what do we do? We'll meet Asher when he lands. Prepare the horses. Okay, das sind jetzt aber eigentlich schon sehr unterschiedliche Verläufe. Oh, ey. Family Duty Honor. Haus Talia. Oh Mann, was mache ich hier? Hab ein ganz schlechtes Gefühl irgendwie. You smell that? We're almost there. Let's have a look. Come on, break it up! Save your lovemaking for below deck. They listen to you. Barely. But what happens if your lord brother decides he's the one in charge once we're at Ironrath? Do you expect them to follow his orders? Or will it be you commanding them? They don't know him. A lord sounds an awful lot like a master. Doesn't matter if Rodrik's lord of our house. These are my soldiers to lead. Huh? You may want to start by telling them your brother's not to be harmed. He hasn't had a chance to win them over like you have. Hat sie recht, nicht doof. Point taken. Ach Gott, was passiert jetzt? That's odd. Port's quiet. No guards. Hardly any ships. Maybe they're all off fighting one of your king's wars. Could be. Or could be we'll have a fight on our hands. I'll let the others know. Right. Oh, this couldn't be easy, could it? Tja, und welchen Truppen rücken wir jetzt da an? Das ist die Frage. Wir haben ja keine mehr. Aber vielleicht zählt jeder Mann. So, this is Westeros. Ugly and small. Fucking freezing, too. I said you'd be paid. I never said you'd be warm. Winter's coming. Okay, wir haben es schon mal sicher hingeschafft. Thank the gods you've made it back. I brought you an army, brother. Hope you're ready for a fight. Lord's got something planned. I don't know what yet, but it won't be good.
Been stuck on a boat for weeks. Could use a good fight. What? Das war so klar. Das war so fucking klar. Als ich das Tor gesehen habe, wollte ich sofort schon sagen, bleib offen, Tor. Get that gate open! Asher, no! Ja, es sind halt nicht die cleversten, ne? It's been a while since I killed any White Hills. Kämpfst aber, Joe. Jawohl. Asher, you have to get out of there. Looks like it's up to us. Ja. Alles geht schief. Ich habe gerade halt so ein bisschen Hoffnung, weil wir zu zweit sind. Jetzt spiele ich unsere beiden Charaktere, jawohl. Ja, toll, guter Plan. The gate will fall without one of us holding it. One of us has to stay. Oh, nein. Und du es. Ich. Asher. Come on! Don't you dare leave me, Asher! Go, Rodrik, I know what I'm doing. Iron from ice, brother. Iron from ice. Ich halte Rodrik für den besseren Anführer. Und sie haben wieder keine Armee. Sie haben Beskar dazu bekommen. You're fucking leaving me? What the fuck am I supposed to do? I came here for you! We're supposed to fight together, always! Die together! Kill every last one of these fuckers. Start with him. Rip their fucking hearts out! Tja, das dürfte unser letzter Marsch werden, Leute. Ich will jetzt zu ihm. Ja, das überleben wir nicht, Leute. Aber Rodrik hat noch Elena, der hat noch Chancen, irgendwas zu bewirken hier. Asher nicht so wirklich. Tja, danke. Das hast du gut gemacht. Grandmeister. Ja, und das war sie schon. Die Episode Nest of Vipers. Okay, offenbar ist es immer so, dass die beiden da sind. Oder es war jetzt halt so, dass, aber ich vermute leider, dass selbst wenn man sich dagegen entscheiden würde, hinzureiten, dass dann Asher einfach stirbt, denke ich. Es würde mich jetzt mal wirklich interessieren, wo da Unterschiede sind. Also, 64,8% haben sich wie ich dazu entschieden, Ramsay nicht zu erstechen. Also zu versuchen. 36% und ich haben Tyrion gesagt, dass Cersei uns geschickt hat. 48% und ich haben entschieden, den Verräter zu exekutieren. Und 49,6% und ich haben
Asher zurückgelassen. Das heißt, ich bin jetzt aber am Release-Tag, muss man dazu sagen, jedes einzelne Mal, bis auf im ersten, in der Unterzahl. Und ja, wir werden sehen, wie sich das in der nächsten Episode auswirkt. Ja, da ist es einmal mehr vorbei. Das war eine kurze Episode insgesamt, aber dafür durchaus spektakulär. Also die ja, hoher Bodycount, hohe Schlagzahl an Sachen, die passiert sind, ja, potenziell, ja, und Sachen, die potenziell eben die letzte Episode dann doch vielleicht beeinflussen könnten. Da bin ich gespannt, ob da dann doch es sich in der letzten Episode auswirkt. Das war ja auch bei Telltales Walking Dead Staffel 2 so ein bisschen so. Keine Angst, ich spoiler sie nicht, aber so generell, dass eben die Entscheidungen wie immer nur so halbwegs Auswirkungen hatten, nur andere Wege zum Ziel waren und dann erst in der letzten Episode es wirklich so war, dass grundlegend andere Sachen passieren konnten. Ja. Also, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das in der nächsten Episode alles endet. Also ich glaube tatsächlich, dass das hier einfach nur eine erste Staffel ist und sich so die Geschicke von Garrett und Co. noch weiter bewegen werden. Vielleicht gibt es den großen Kampf gegen die Whitehills, aber mehr glaube ich auch nicht. Und dann ist da immer noch Ramsay, dann sind da immer noch andere Feinde. Also ich bin echt gespannt, was sie sich jetzt in Episode 6 ausgedacht haben als großes Staffelfinale. Ja, aber die Episode hat mir wieder deutlich besser gefallen als die letzten. In der letzten hatte ich ja doch einiges zu nörgeln, wo ich ja, wo ich Charakterverhalten unlogisch fand, wo ich die Wendungen teilweise etwas erzwungen fand, auch insgesamt ist nicht so viel passiert. Da fand ich die hier jetzt wieder sehr, sehr viel besser, sehr viel konsequenter wieder aufs Ende hingearbeitet. Ja, also diese Episode fand ich wieder wirklich richtig gut und ich lasse das jetzt natürlich durchlaufen. Das Next Time on Game of Thrones gucken wir uns natürlich noch an, damit wir eine Ahnung haben, worauf es hinauslaufen könnte. Und die nächste Folge wird heißen The Ice Dragon. Tja, continue. Nein, ich möchte nicht joinen. Sign in, join und no thank you. Auch gut. So, dann schauen. Ah, sie machen kein Next Time on. Okay, finde ich aber auch irgendwie gut. Ist die Frage, ob sie gemerkt haben, dass die Hälfte davon eh immer nicht passiert und es deshalb nicht machen oder ob sie jetzt echt nichts spoilern wollen einfach. Ja, ja, das war Game of Thrones Staffel 1, Episode 5, A Nest of Vipers. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es diesmal sehr viel kürzer war als sonst. Und dann sehen wir uns bei einem unserer anderen Projekte oder in der nächsten und letzten Episode von Telltales Game of Thrones. Bis dann, euer Grauton. Ciao!